Wo ich versuche, in 6 Tagen einmal komplett die Insel zu durchqueren. Los geht's, bevor es hier schlimmer wird. Uiuiui, hier peitscht er mal rüber. Das Schild hat's auch nicht mehr geschafft. Wo ist der Weg? Ach du ey. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hi. Ich muss weiter. Wow, die habe ich gar nicht im Baum gesehen. Einfach nur traumhaft hier. Ich bin echt fertig langsam. Okay, jetzt langsam wird es nicht mehr lustig. Ich überlege, ob ich vielleicht mit dem Biwaksack den Sturm hier aussitze, aber ich habe hier oben auch keinen Empfang und sehe nicht, wie lange der noch hält. Willkommen zurück hier zum großen Finale auf Mallorca, wo ich versuche, in 6 Tagen einmal komplett die Insel über den Trockenmauerweg zu durchqueren. Heute steht die 5. und vorletzte Etappe an, und zwar die absolute Königsetappe. Ich bin gerade von meinem Schlafplatz losgezogen und jetzt geht's hier hoch mit der Etappe mit den höchsten Höhenmetern. Ja, so 1700 stehen an. In 25 Kilometer will ich ja ein richtig spektakuläres Kloster mitten in den Bergen erreichen, wo ich übernachte. Ich merke, dass der Wind sehr stark aufgezogen ist. Deswegen bin ich gespannt, wie es auf 1200 Meter wird. Ich habe Bock und ich würde sagen, jetzt geht's anstrengend nach oben. Was eine Klangkulisse hier mit dem Wind in den Olivenbäumen, den Vögeln, der Ruhe in den Bergen. Ich bin gespannt, wie lange dieser wirklich gut ausgebaute Weg hier noch weiter hoch geht. Sieht mir nach so einem alten, ja fast schon Kloster- oder Pilgerweg aus. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es die ganze Zeit so bleiben würde, aber ich glaube, 800 Meter hoch legt man nicht so schnell über so wenig Steigung zurück. Also ich verstehe noch nicht, wie ich hier rüberkommen soll, wo genau der Weg lang geht. Weil es wirkt einfach nur wie eine absolut steile, unpassierbare Felswand. An dem Leuchtturm sind wir gestern vorbeigelaufen, zum letzten Mal das Meer dort gesehen und ein Dorf weiter bin ich vorhin gestartet. Ich muss sagen, die ersten 300 Höhenmeter jetzt, die liefen echt gut, also ich fühle mich wieder gesund. Gestern hatte ich ein bisschen Bedenken, wie ich heute drauf bin. Die lange Pause gestern tat echt gut. Meine Beine fühlen sich extrem stark an und manchmal auf so weiten Wegen hat man einfach Tage, wo man sich besser fühlt und schlechter fühlt. Das einzige Problem ist, falls ihr das seht, mein Gesicht ist ein bisschen rot, da muss ich drauf achten, jetzt gerade wenn ich so hoch hier gehe. Und der Wind nimmt gerade wirklich jede 10 Minuten bedeutend zu. Ich hoffe, das liegt jetzt hier an diesem kleinen Pass, durch den ich laufe. Aber danach folgt ein Hochplateau, wo wir uns lange aufhalten werden, fast den ganzen Tag mit dem Bergsee. Und da kann ich diesen Wind nicht so gut gebrauchen. Traumhaft. Okay, da eröffnet sich langsam ein Durchgang. Kann nicht mehr so hoch und weit sein. Ja, und schon wieder an so einem verlassenen Ort hier den nächsten getroffen, der mich aus unserem Podcast Zeltgespräche kennt. Patrick, wenn du das siehst, schöne Grüße. Hat mich sehr gefreut, macht immer ja, Spaß und gibt mir auch total Motivation, hier mal mit ein paar Leuten zu sprechen, die mich zumindest gekannt haben. Weil so viele Leute trifft man hier gar nicht auf dem Trail. Viele haben gesagt, ja, es ist hier so überlaufen und eine Wanderautobahn. Aber ganz ehrlich, also jetzt Ende Februar, ich treffe vielleicht 5, 6 Leute am Tag. Und ja, die meisten davon sind in der Tat deutsch und wandern auch, aber das ist total angenehm, also gar nicht überlaufen. Und er sagte auch, da oben wird es noch windiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das sieht da unten zum ersten Mal nach einem Bachlauf aus.
aus dem ich, glaube ich, auch gefiltert Wasser trinken würde. Unglaublich klar und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da oben immer noch Landwirtschaft ist. Schöner kleiner Wald hier jetzt nochmal. Habe ich gar nicht mit gerechnet, aber der sorgt gerade für echt guten Windschutz. Ja, wisst ihr was? 4,8 Kilometer jetzt erst. Ich wollte eigentlich bei 6 Kilometer die erste Pause machen, aber hier ist gerade Sonne, windstill. Und wenn es da oben noch windiger wird, will ich da auf keinen Fall anhalten. Deswegen gibt es hier die erste Pause jetzt mal. Muss auch was trinken nach den 800 Höhenmetern. Das schöne mallorquinische Kranwasser. Schmeckt auf jeden Fall leicht nach Chlor, aber durch den Filter der Unterkunft nicht so schlimm, wie man das sonst beim Zähneputzen schmeckt. Oh ja, bisschen ist gut. Hui. Aber geil. Hi. Na, wie geht's dir? Ganz schön windig, oder? Ach ja. Ich muss weiter. Mach's gut. Okay, Bergseensicht. Jetzt geht es ein Stück mal abwärts oder gerade. Oh, tut das gut, mal gerade laufen zu können, ein Stück. Unglaublich. Und dann auch so ein weicher, fast schon Rindenmulchboden. Einfach nur traumhaft hier. Ich liebe solche Hochplateaus. Das erinnert mich einerseits so ein bisschen an Kungsleden, ohne dass hier Schnee liegt. Oder auch an die letzte Etappe vom West Highland Way, wenn er schon mal gelaufen ist. Nach Fort William läuft man auch noch mal so runter, quasi durch so einen Pass. Also jetzt haben wir fast alles an Tieren heute durch. Fehlen nur noch die Ziegen. Ganz schöner Wellengang hier. Das ist mal ein Zeltplatz. Perfekte Wiese, ein bisschen windgeschützt hier zwischen den alten Bäumen und mit dieser Aussicht. Schade, dass man hier nicht wildcampen darf.
Und ich fasse es nicht, was ich da erblicke. Nach knapp über 100 Kilometern. Eine Bank. Da werde ich mich jetzt sowas von hinsetzen und endlich mal anlehnen. Perfekter Tag heute, echt. Oh. Ja, es läuft zwar ganz gut, aber ich habe immer noch nicht die Hälfte. Er ist knapp über 10 Kilometer, 25 werden es insgesamt, wie gesagt. Und mein Ziel, dieses Kloster, ist der erste und einzige Punkt, den ich gefunden habe, wo man in der Theorie draußen legal schlafen kann. Also da gibt es so eine Art Zeltwiese, die allerdings immer sehr voll ist. Und 90% haben mir bisher geraten, ich soll mir dort ein Klosterzimmer nehmen. Ich werde mir das mal anschauen. Ich muss sagen, in der Eifel damals hat mir das Klosterzimmer schon sehr, sehr gut gefallen. Habe jetzt auch nur einen Biwaksack dabei. Ich gucke mal, wie das da aussieht, wie das Wetter ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter zur zweiten Hälfte. Erstmal noch ein Stück geradeaus. Ich glaube, man folgt hier so einem Art kleinen Wasserlauf die ganze Zeit. Und dann geht es aber noch mal auf den höchsten Punkt der Route da oben. 1200 Meter. Und da bin ich ganz gespannt auf die Aussicht und hoffe, dass ich von da das Meer sehe. Erste Mal, dass das Kloster ausgeschildert ist. Lück 4 Stunden 24. Mal gucken, ob das hinkommt. Und da haben wir auch noch die Ziegen für heute. Mit echt beeindruckenden Hörnern. Hi. Ach, ganz viele hier. Richtig schönes Naturschutzgebiet hier wieder. Und damit auch heute wieder sehr abwechslungsreich. Wow, die habe ich gar nicht im Baum gesehen. Puh. Man kann hier richtig dabei zugucken, wie sich alle 100 Höhenmeter die Vegetation leicht ändert. Alles wird immer lichter und lichter und wahrscheinlich sind gleich die Bäume auch wieder weg. Okay, da zieht langsam ordentlich was auf. Ist das schon Regen? Ich weiß es nicht. Es geht hier so weit endlos nach oben. Ich bin echt fertig langsam. 9 Kilometer jetzt glaube ich noch, aber ich habe schon fast 1400 Meter nur nach oben zurückgelegt. Ich musste gerade da unten noch mal kurz was nachessen. Aber ich will einfach nicht mehr hochlaufen. Ich freue mich tatsächlich heute mal auf den Abstieg. Der ist nämlich nicht ganz bis ins Tal, sondern ich glaube, das Kloster liegt auch noch in den Bergen. Das geht nur so halb runter. Aber jetzt erstmal oben ankommen.
Wird wohl nichts mit schöner Aussicht. Uiuiui. Hier peitscht aber rüber. Hier geht's echt ab. Sehe ich da endlich das Ende. Eieiei. Das Schild hat es auch nicht mehr geschafft. Wo ist der Weg? Ich muss hier echt zusehen, dass ich runterkomme langsam. Und das waren die 1200 Meter. Man kann ja nicht immer nur Sonnenschein haben, oder? Sehr schwer hier gerade bei dem Wind, nicht den Halt auf dem Geröll zu verlieren. Ich bin echt froh, wenn ich jetzt wieder tiefer komme. Okay, jetzt langsam wird es nicht mehr lustig. Ich überlege, ob ich vielleicht mit dem Biwaksack kurz den Sturm hier aussitze, aber ich habe hier oben auch keinen Empfang und sehe nicht, wie lange der noch hält. Ach du Scheiße, ey. Wahnsinn! Ich laufe mit voller Kraft dagegen und komme gerade voran. Oh, kann ich hier mal kurz aus dem Wind raus? Oh, Scheiße. Hier will ich jetzt auch nicht reinfallen. Okay, kurze Ruhe vorm Sturm. Da unten bin ich durch ein kleines Tal durchgelaufen, kam von da oben. Hier geht's gerade, ich habe die Karte gecheckt. Es folgt jetzt noch ein Pass auf 1150 Meter darüber und dann geht's nur noch bergab. Also los geht's, bevor es hier schlimmer wird. Hab ich mich jetzt erschrocken. Gar nicht jetzt hier mit dem Schaf gerechnet. Lässt du mich vorbei? Danke.
Okay, das war's. Das ist der letzte Pass hier gewesen. Jetzt geht's endlich hier runter. Puh. Geil. Oh, jetzt geht's aber wirklich runter. Das ist so eine unfassbare Atmosphäre hier gerade. Okay, das Gröbste ist geschafft. Man kann wieder mehr als 5 Meter geradeaus gucken. Das war der absolute Wahnsinn. Was war denn da oben los? Also das gab einen ordentlichen Adrenalinschub, hat total Spaß gemacht. Zwischenzeitlich gab es ein paar Minuten, da habe ich echt Bedenken gehabt, ob ich lieber anhalten sollte, aber bin dann einfach durchgezogen und das hat schon verdammt viel Energie gekostet. Es sind noch 4 Kilometer jetzt hier runter zum Kloster. Ich humpel jetzt hier langsam bergab, wird auch schon langsam spät, wahrscheinlich komme ich so zu Einbruch der Dunkelheit an. Ich hoffe, ich finde das Kloster jetzt hier in dem Nebel und vor allem ist heute Wasser zum ersten Mal auch ein Thema. Ich habe jetzt nämlich fast gar nichts mehr, also 200 Milliliter, musste echt viel trinken bei den ganzen Höhenmetern, 1700 übrigens mittlerweile. Und deswegen hoffe ich, dass ich da relativ gut am Kloster auch noch irgendwie Wasser bekommen kann und dass ich da vernünftig irgendwie einchecken kann, dass da jetzt jemand noch ist. Aber ich muss aufpassen, wo ich jetzt hier langlaufe und versuche jetzt hier heil runterzukommen. Die schützenden Klosterwände. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute jahrhundertelang hier von diesem Berg gekommen sind und sich echt gefreut haben, als sie dann das hier gesehen haben. Ihre Kleidung sollte angemessen sein. Ich glaube, da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Perfekt. Ich lieb's, ich sag's euch. Habe ich einen Bergblick? Oh. Ich habe auch den Berg genug gesehen, würde ich sagen. Ich bin so glücklich gerade. Es ist die Sonnenatmosphäre. Mehr brauche ich echt nicht.
Es wird jetzt auch wieder ziemlich ungemütlich draußen. Ich bin froh, dass ich da bin. Und hier soll es einen Brunnen geben, der aus richtigem Quellwasser kommt und dass ich problemlos trinken kann. Die Frage ist, wo koche ich jetzt? Plan wäre einfach nur Wasser aufzukochen, dann in den Track-and-Eat-Beutel reinzupacken und dann aufs Zimmer zu gehen. Aber hier ist so viel Wind gerade. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ich glaube, ich setze mich hier einfach schnell hin. Dürfte ja keinen stören. Ja, geht halbwegs. Ich ärgere mich echt, dass ich den falschen Windschutz mitgenommen habe, weil der bringt mir jetzt hier auch nicht viel. Aber gut, ich habe Zeit und eine nette Aussicht. Und einen Regenschutz. Selten so auf eine Mahlzeit gefreut, um mal raus aus dem Wetter zu kommen. Alles geschafft, geduscht, gegessen und jetzt ausruhen. Es ist unglaublich gemütlich hier in diesem Kloster. Draußen ist mittlerweile stockdunkel, wir haben kurz nach 7. Man hört es draußen stürmen, was es umso gemütlicher macht. Und hier ist natürlich eine absolute Ruhe im Kloster. Ich bin so begeistert von diesem Tag. Es war einfach der perfekte Trekking-Tag. Gestern war ich so ein bisschen aufgeregt, weil natürlich die Königsetappe angestanden hat. Dann heute der erste Aufstieg war sehr anstrengend mit direkt 800 Höhenmetern, aber der Boden war sehr gut. Nicht so gerölllastig, nicht so technisch. Und dann oben die ganze Zeit dieses Plateau, der Esel, den ich da gesehen habe, die Tiere, auch die netten Begegnungen zwischendurch, diese unglaubliche See, dann erstmal diese Pause an der Bank. Ja, und dann wurde es nochmal richtig abenteuerlich mit der zweiten Erhöhung dann. Ihr habt gesehen, was da für ein Wind war. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, vor 5 Jahren über dem Polarkreis auf dem Kungsleden so stark gehabt. Deswegen, der Tag hatte wirklich alles. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Morgen steht der letzte Tag an. Ich bin echt traurig, versuche den Abend nochmal zu genießen. Morgen geht's aus den Bergen, ja aus dem Tramontana-Gebirge runter und dann will ich das Meer erreichen. Das sind bis dahin, ich glaube, 27 Kilometer. Der Trockenmauerweg endet ein bisschen vorher. Da muss ich mir überlegen, fahre ich dann mit dem Bus, aber eigentlich will ich es als Ziel ja schaffen, einmal die Insel zu überqueren, das Meer zu erreichen. Deswegen, ich bin platt, ich bin fertig, das hat mir gereicht heute. Ich sag, bis morgen zur letzten Etappe. Guten Morgen hier zu Tag 6 und dem finalen Tag hier auf meinem Trip. Ich habe tatsächlich nicht so gut im Kloster geschlafen. Ich weiß nicht recht warum. Der Körper musste, glaube ich, ein bisschen regenerieren nachts. Aber gar nicht so schlimm, denn heute verlassen wir in diesem schlechteren Wetter hier das Tramontana-Gebirge. 19 Kilometer gehen es jetzt weiter Richtung Norden, Richtung Meer. Dann endet der Trockenmauerweg offiziell und dann kann ich im Prinzip noch 7 Kilometer weiterlaufen, um dann zum Meer zu gelangen. Ich hoffe, es bleibt auch den letzten Tag noch trocken. Ich habe echt Lust auf den letzten Tag, bin ein bisschen traurig, hoffe, dass heute noch mal spannend wird und will jetzt endlich ans Ziel ankommen. Also los geht's.
Kurz nach dem Kloster scheint hier noch ein offizielles Refugio zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das auf hat. Unfassbar grün gerade hier alles. Das hier könnte der letzte Anstieg der gesamten Route sein. 30 Höhenmeter zeigt meine Uhr noch an. Ja, der letzte Anstieg war relativ unspektakulär. Man hat wegen den Bäumen und den Wolken jetzt nichts gesehen. Ich hatte mir vorgestellt, ich blicke noch einmal aus dem Gebirge raus, sehe das Meer, sehe mein Ziel. Aber dem ist noch nicht so. Vielleicht kommt noch ein Aussichtspunkt, aber jetzt geht es ja erstmal mit gutem Boden langsam bergab. Und hier haben wir einen ganz besonderen Baum, 500 bis 600 Jahre alt, eine ganz spezielle Eichenart. Früher genannt auch die Rauchereiche, weil die Arbeiter hier zum Kloster wohl hier Pause unter dem Baum zum Rauchen gemacht haben. Hammer. Okay, wenn das mal kein schöner Pausenplatz ist, da setze ich mich noch mal. 10 Kilometer habe ich schon. Hier könnte man noch gut was kochen. Endlich kann man mal ein bisschen was sehen. Ich laufe echt schon Stunden nach unten und habe gar nicht gemerkt, dass ich immer noch so hoch bin. Aber mehr sehe ich noch nicht. Scheint der Sturm gut gewütet zu haben. Die Trails sind teilweise jetzt echt mit Bäumen und Ästen und großen Gerölle überwuchert. Die erste Palme seit langer Zeit. Wir kommen dem Meer näher. Ich bin am offiziellen Ende des GR 221 angekommen. Hier in Poyenza, da hinten geht er normalerweise lang, endet an der Bushaltestelle. Ich will aber noch zum Port de Poyenza, denn das liegt jetzt in 7 Kilometer am Hafen. Das werden jetzt wahrscheinlich ungemütliche 7 Kilometer über die Landstraße, aber das Schild deutet darauf hin, dass das wohl ein offizieller Alternativweg ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt noch. Okay, nicht so übel, wie ich dachte. Es geht zwar eine Straße entlang, aber wenigstens gibt es den ordentlichen Weg, der rausgeschildert ist.
Ich hab's geschafft. 6 Tage durch die Berge von Meer zu Meer. Und hier ist es. Mir brennen ganz schön die Füße, aber ich bin total froh, jetzt hier zu sein. Ist immer ein ganz besonderes Gefühl, so am Meer auch als Ziel rauszukommen. Das hat mir schon in Schweden so gut gefallen. Wetter könnte in der Tat besser sein. Es soll auch jetzt gleich regnen und morgen auch. Aber besser als auf der Tour. Und jetzt erstmal zum Hotel. Ich habe es geschafft. Ich bin an meiner finalen Unterkunft angekommen. Ich habe jetzt gerade eine Stunde dort auf den Bus gewartet und habe die Zeit genutzt und mir ein paar frische Klamotten mal gekauft. Ein Pulli, ein T-Shirt, sogar eine Hose und ein paar Socken. Und ich sag's euch, das tat so gut, mal nach 6 Tagen jetzt aus diesen schwitzigen Klamotten rauszukommen und was Frisches anzuhaben. Und das brauche ich auch, denn ich bin nach Alcudia gefahren, eine Stadt weiter. Und hier in der Unterkunft werde ich noch 2 Nächte jetzt verbringen und da hinten gleich irgendwo mal ein Restaurant aufsuchen, sodass ich nach der ganzen Zeit mal was anderes essen kann als Riegel und Track and Eat. Ich bin überglücklich, dass alles so gut geklappt hat und ich bin absolut begeistert von der Tour und von dem Trail. Ich glaube, das war eine der besten Touren, die ich jemals hatte. Die Landschaft, die Abwechslung, der Trail an sich, die Wildtiere. Ich habe das total genossen, den ganzen Tag Ziegen und Esel zu sehen. Vielleicht auch ein paar Schafe manchmal. Ich habe viele Leute kennengelernt. Der Trail war aber nicht überfüllt. Der hatte wirklich einfache Passagen. Der hatte dann aber auch diese alpinen, technischen Passagen. Der eine Hochpunkt dort mit dem schlechten Wetter. Ich hatte unglaubliches Glück mit dem Wetter. 4 Tage nur Sonne, dann war es bewölkt, aber auch nicht allzu kalt und Hauptsache kein Regen. Denn hier zieht es sich immer mehr zu. Die nächsten 2 Tage sind hier nur Regen angesagt. Und das hätte ich natürlich auch nicht gebrauchen können. Ich finde den Trail als kurzes Fazit echt unterbewertet. Also ich habe schon viel Gutes darüber gehört, aber ich finde noch nicht genug. Hier stimmt für mich wirklich alles. Das Einzige sind vielleicht ja die Wasserquellen und das fehlende Wildcamping, was man hier legal machen kann und die gesamte Infrastruktur dafür. Aber hat man das einmal durchgeplant, auch mit Unterkünften, Hotels vielleicht, auch mit den Refugios, die da sind, dann hat man hier eine wirklich schöne Tour und dann reicht auch dieses 3 Liter Wasser, was man dann auch bei längeren Etappen über den ganzen Tag ja mit sich rumschleppt und trinken kann, ohne dass man auf eine andere Quelle angewiesen ist. Ich muss das auf jeden Fall erstmal alles sacken lassen und verarbeiten, werde ausführlich in unserem Podcast Zeltgespräche mit Sebastian nochmal darüber sprechen, nochmal ein paar Dinge hinter den Kulissen hier berichten und wie gesagt nochmal alles zusammenfassend für mich wirklich wiedergeben, nachdem ich das hier verarbeitet habe. Wenn ihr das hört, ist die Folge schon online, die findet ihr unten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, hier mitzukommen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich werde das hier echt vermissen und für alle, die wirklich so einen Trail suchen, gerade im Winter vielleicht auch um die Saison zu starten. Da eignet sich hier Mallorca wirklich mit dem GR 221, finde ich super. Genauso wie in Portugal der Fischerweg. Das hat Ende Februar wirklich fantastisch geklappt. Ich freue mich jetzt auf die Saison in Deutschland, auch wenn ich zurückgekommen bin. Ja, und hat euch das Video gefallen, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.